Hallöchen zusammen. Ihr seht, ich sitze immer noch im schönen Grünen. Das heißt, ich bin immer noch in Paraguay. Nein, nicht auf dem Grundstück, was ich mir vor 2 Wochen ein bisschen genauer angeschaut habe und was ich dann überlegt hatte zu kaufen. Aber darum soll es in diesem Video gehen. Nur vorab ein ganz kleiner Rückblick, ein kleines Update zu den Sachen, die hier sonst noch laufen. Also ich sitze immer noch bei meiner Vermieterin, habe jetzt allerdings einen anderen Standort gesucht, damit ihr nicht diesen komischen Wohnwagen hinter mir sehen müsst. Der steht jetzt von mir aus gesehen rechts und ja, da steht er halt noch und da wohne ich auch noch. Ähm, ja, zum Update. Seit vorgestern haben wir dann tatsächlich wieder das Wasser der öffentlichen Wasserversorgung, also der gemeinschaftlichen Wasserversorgung bekommen. Nach knapp 3 Monaten hat man es dann innerhalb von 5 Stunden geschafft, die Tiefbrunnenpumpe aus dem Tiefbrunnenrohr rauszuziehen, ähm, auszutauschen und eine neue zu installieren und das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Und dafür hat man jetzt knapp 3 Monate gebraucht. Naja, gut. Ich kann mich nicht beschweren. Wir hatten es hier eigentlich die ganze Zeit über gut. Zum einen haben wir einen eigenen kleinen Brunnen, den man nutzen kann, um die Hochtanks zu befüllen. Andererseits war der Nachbar so nett und hat uns einen Gartenschlauch rübergelegt, sodass wir uns im Prinzip jederzeit an seinem Tiefbrunnen mit bedienen konnten. Und somit hatten wir nicht wirklich ein großes Problem, außer ja, dass wir halt ein bisschen sparsamer umgegangen sind mit dem Wasser. Ja, man will ja den Nachbarn nicht so schröpfen. Und naja, egal. Also dieses Thema ist jetzt erledigt. Allerdings ja, hat sich da auch gezeigt, dass hier auf diesem Grundstück meiner Vermieterin, die inzwischen auch eine gute Freundin geworden ist, irgendwo in einem der Kreisläufe der insgesamt 4 Häuser, die hier momentan sind, dass da irgendwo ein Wasserverlust ist, weil innerhalb von 2 Tagen war ein 1000 Liter Hochtank leer gelaufen und der eine Haushalt, der da momentan aktiv Wasser entnommen hat, der kann diese 1000 Liter in 2 Tagen auf keinen Fall verbrauchen, zumal da nicht großartig geduscht oder gewaschen wurde. Von daher ja, ist irgendwo ein Wasserverlust. Wir haben jetzt durch das Ausschlussverfahren diesen Verlust auf ein Haus eingeschränkt und naja, zwischendurch muss man halt dann mal suchen, wo denn das Wasser hingeht, weil das ist dann auch nicht so optimal, wenn dann ständig hier irgendwo Wasser verloren geht. Ist jetzt zwar nicht mehr das Problem, weil wir jetzt wieder reichlich Wasser von der gemeinschaftlichen Versorgung haben, aber wenn es im Haus ist, dann kann das ja auch irgendwelche Folgeschäden haben. Und das wäre nicht ganz so gut, weil sie dieses Haus ja auch wieder vermieten möchte. Ist übrigens das Haus, wo ich ursprünglich auch mal hätte einziehen sollen, bis ich dann auf den Wohnwagen ausgewichen bin. Jo, ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass wir noch einen ganz kleinen Strombrand hatten. Also eine Elektroleitung beim Nachbarn hatte sich verabschiedet, ist durchgebrannt und dadurch ist ein kleines Feuerchen im Sicherungskasten ausgebrochen. Nichts Dramatisches. Ursache davon wahrscheinlich, wir wissen es nicht ganz genau, stümperhafte Verlegung der Anschlusskabel in Verbindung mit einem Sicherungsautomaten, der nicht ausgelöst hat, in Verbindung mit einer paraguayischen sogenannten Todesdusche. Naja, jedenfalls, das hat man halt auch immer so ein bisschen was zu tun. Den Brand löschen und dann gucken, welches Kabel geht wohin und wo kommt es her und ist es stromführend oder nicht. Und naja, das haben wir jetzt auch geregelt. Stellenweise neues Kabel verlegt, von der einen Hauptsicherung im Prinzip zu der unterirdischen Anschlussleitung. Naja, woran es genau liegt, wissen wir nicht. Wir vermuten es halt, dass es eine Kombination aus den 3 Dingen war. Aber momentan scheint das Ganze zu funktionieren. Und ja, naja, so viel dazu. So, Update. Somit abgeschlossen. Ach so, Auto noch. Ja, Auto fährt und läuft, allerdings nicht optimal, nicht perfekt. Ich habe festgestellt, im Standgas, also in den unteren Drehzahlbereichen,
hat mein Auto leider überhaupt keine Kraft. Er kommt nicht aus den Puschen, also weder vorwärts noch rückwärts kann ich eine etwas größere Steigung hochfahren. Woran es liegt, weiß ich nicht genau. Wenn ihr eine Idee habt, vielleicht unten mal in die Kommentare schreiben, wäre ich euch sehr dankbar drüber. Lallo, mein Haus- und Hofmechaniker, hat schon noch 2 Ideen. Also ich habe jetzt wieder den guten Diesel drin, habe den auch mal gut durchgeblasen mit meinem Auto. Er vermutet, dass es entweder der Dieselfilter sein könnte oder dass eventuell in der Elektronik irgendwas nicht richtig ist. Aber er hat einen Kumpel, der einen Computer hat, den man dann an den Bordcomputer anschließen kann und mal die Fehler auslesen kann, und dann wollen wir mal schauen, ob wir das geregelt kriegen. Wenn nicht, werde ich wohl nach Villa-Rica fahren müssen zu dem Autohändler, wo ich das Auto gekauft habe, und dann muss er sich drum kümmern oder sollte er sich drum kümmern, weil, naja, er hat mir irgendwie eine halbjährige Garantie versprochen. Allerdings habe ich die leider auch nirgends schriftlich. Mal sehen, ob er das Auto noch kennt oder mich kennt oder mein Lallo kennt. Schauen wir mal, ich werde da natürlich auch noch ein Update zu geben, was denn dabei rauskommt oder ob es so ist. Ja, ansonsten bin ich jetzt aktuell noch dabei, mich drum zu kümmern, beziehungsweise den Lallo anzuschieben, dass ich eine Anhängerkupplung kriege und ja, Einparksensoren, aber das ist irrelevant, das ist so ein Luxus, den ich gerne haben möchte. Ja, warum Anhängerkupplung? Nun, mein Container hat sich angemeldet. Gestern Nachmittag habe ich die Info bekommen, dass mein Container jetzt in Asunción angekommen ist und dort auf die Verzollung und Abholung wartet. Also ich werde jetzt demnächst meine entsprechenden Zollgebühren und die restlichen Transportgebühren bezahlen. Fragt mich jetzt nicht nach den Preisen, das kommt dann später wahrscheinlich im nächsten Video zum Thema Container, da werde ich da ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ja, also mein Container hat sich angemeldet, da es jetzt aber ab heute Nacht verstärkt Regen geben wird, kann ich den noch nicht abholen lassen, noch nicht bringen lassen. Einfach weil da, wo er hin soll, da ist ein ganzes Stückchen Erdstraße, und wenn es viel geregnet hat, dann weicht diese Straße leider auf und ist somit für einen LKW unpassierbar oder auf jeden Fall relativ gefährlich, und jetzt auf die letzten Kilometer möchte ich da auf keinen Fall mehr ein Risiko eingehen. Ich vermute mal, dass er dann nicht kommenden Montag, sondern wahrscheinlich den Montag oder Dienstag in der folgenden Woche, das müsste dann so der 3., 4. Oktober sein. Heute ist übrigens der 23. September bei mir. Bis ich das Video hochgeladen ist, wird wahrscheinlich der 24., 25. sein, je nachdem, wie ich es morgen schaffe. Aber morgen soll es den ganzen Tag regnen, da habe ich eh nichts anderes zu tun. Passt schon. Grundstück hatte ich ja im vorletzten Video mal gezeigt. So ein kleines Traumgrundstück, was ich gefunden hatte, was ich mir genauer angeschaut hatte, was ein bisschen mehr in meinen näheren Kreis der Auswahl kommt. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Das Grundstück ist zusammen insgesamt 10 Hektar groß. Und nein, ich habe dieses Grundstück nicht gekauft. Noch nicht. Und ich werde es auch nicht komplett kaufen. Also ich habe mich entschlossen, einen Teil dieses Grundstücks zu kaufen. Und wie es dazu kommt, ist eine etwas längere Geschichte, aber ihr habt ja Zeit bestimmt, ne? Also holt euch ein Bierchen oder einen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer. Also dieses Grundstück von 10 Hektar insgesamt wird, so wie es momentan aussieht, gedreiteilt. Der unterste etwa 1 Hektar von der Straße bis zum Bach, ich werde das natürlich auch alles einblenden, wo die beiden Häuser draufstehen, in denen ich auch schon, oder in dem einen, in dem ich schon übernachtet habe. Das werde ich nicht kaufen. Das behält der jetzige Eigentümer und mein Nachbar hier auf dem Grundstück und wird in das eine dieser beiden Häuser, nämlich das größere, das weiße mit dem eingestürzten Vordach, der wird da einziehen. Momentan sind paraguayische Arbeiter schon dabei, also unsere Freunde, unter anderem auch der Lallo mit seinen
Bekannten und Verwandten, die komischerweise nur etwa 700 Meter entfernt wohnen. Oder glücklicherweise, nicht komischerweise, glücklicherweise. Also sehr in der Nähe wohnen. Ja, die sind dabei. Die haben schon das Dach jetzt komplett abgedeckt. Die haben die Dachbalken runtergenommen und werden jetzt im Prinzip eine Sanierung beider Häuser vornehmen. Inzwischen wurde an der Straßenseite, an der Straßenfront auch schon ein neuer Zaun gezogen, sodass das Ganze vernünftig ist. Und ja, das darauf folgende Stückchen des Grundstücks, das werde ich kaufen. Ungefähr 4,5 Hektar, so grob eingezeichnet habe ich das schon mal bei Google Earth. Da kann man sowas immer wunderschön sehen und auch ausmessen. Und ja, etwa 4,5 Hektar, das ist dann etwa die Hälfte von dem restlichen Grundstück, wird dann mein Eigentum werden. Wo genau dieses Grundstück liegt, werde ich euch nicht sagen, um meine Privatsphäre so ein bisschen zu schützen und auch von den anderen, die da dann wohnen werden. Die restlichen, wer jetzt mitgerechnet hat, 4,5 Hektar, die dann noch übrig sind, die werden von einem anderen Interessenten gekauft, so wie es momentan aussieht, der dieses Grundstück auch schon seit über 2 Jahren haben wollte und den Verkäufer immer wieder angesprochen hat, ob er es denn endlich verkaufen möchte. Und ja, hat sich immer ein bisschen gesträubt und ja, der Verkäufer hat sich immer ein bisschen gesträubt und der Interessent hatte auch gesagt, naja gut, ist ja schön und gut, aber es liegt doch am Arsch der Welt, dieses Grundstück. Und ja, ganz alleine wollte er dann auch nicht hin. Macht irgendwo auch Sinn, so aus sicherheitstechnischen Gründen, wenn man nicht am Arsch der Welt ganz alleine wohnt. Und von daher ist ihm das ganz recht, dass wir dann im Prinzip dort eine kleine Art WG aufbauen. Also eine Wohngemeinschaft bestehend aus dem jetzigen Verkäufer mit seiner Ehefrau, dem Interessenten, mir und überraschenderweise meiner jetzigen Vermieterin. Weil die möchte hier von ihrem Grundstück, was sie hat, das sind etwa 5 Hektar, möchte sie auch weg aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier aber nicht großartig präsentieren werde. Sie hat sehr nachvollziehbare Gründe und ja, dadurch, dass sie halt inzwischen mit dem Verkäufer und mir eine sehr freundschaftliche Beziehung aufgebaut hat, hat sie da auch ein sehr gutes Gefühl und hofft dann dort Ruhe zu finden und glücklicher zu werden. Wäre ja ganz schön. Für uns alle ist sie definitiv ein sehr großer Gewinn, weil sie hat echt voll den grünen Daumen, kennt hier fast alle Pflanzen, weiß, welche man für welche Krankheit nehmen kann oder gegen welche Krankheit nehmen kann und so weiter. Und ich erhoffe mir da sehr viel von. Und ja, eine gute Freundin in der Nähe zu haben, ist auch immer ganz nett. Zu Anfang sollte ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, was für Voraussetzungen bzw. Bedingungen ich an das Grundstück setze oder gesetzt habe, was ich kaufen wollte. Und ja, welches dieses Grundstück ziemlich gut erfüllt. Als allererstes war mir extrem wichtig, dass es maximal 4 Kilometer zum Asphalt sind. Also maximal 4 Kilometer Erdstraße, die dann irgendwo am Asphalt enden, wo man dann halt zur Zivilisation, möchte ich es mal nennen, fahren kann. Sprich Krankenhaus, Supermarkt, Tankstelle und so weiter. Zweitens war mir extrem wichtig, dass es irgendeine Wasserquelle gibt, also entweder Bach, Brunnen oder eigene Quelle, die natürlich dann auch ganzjährig wasserführend sein müssen. Bach ist ja da drauf, ist dann die Grenze zwischen dem Nachbargrundstück, dem 1 Hektar Grundstück und meinem Grundstück. Ein Brunnen befindet sich auch auf dem 1 Hektar Grundstück, welches mir nicht gehört, aber zur größten Not kann ich dann da natürlich auch mit mich bedienen, wenn ich den Wasser brauche. Aber ich plane ja sowieso einen Tiefbrunnen bohren zu lassen, über den ich dann meine Trinkwasser- und Brauchwasserversorgung steuern möchte. Wobei Brauchwasser werde ich vielleicht teilweise auch aus dem Bach nehmen, zumindest Gartengießen oder ähnliches. Das wird sich aber zeigen, das sind dann spätere Probleme, über die ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken mache.
Stromversorgung ist natürlich auch extrem wichtig. Ja, an dem Grundstück liegt bereits Hochspannung an und auch Niederspannung, also 220 Volt. Und Hochspannung sind, glaube ich, 9000 Volt, wenn ich das richtig gehört habe. Wir prüfen jetzt noch oder lassen prüfen, ob es Sinn macht, einen eigenen Transformator zu setzen, der natürlich auch wieder ein Schweinegeld kosten wird. Und ja, ob das Sinn macht, weil wenn ich dann meinen Haushalt anschließe und der weitere Interessent, der sich dann weiter oben an dem letzten Drittel niederlassen wird und dann vielleicht auch noch der Verkäufer mit rangeht, dann lohnt es sich finanziell vielleicht schon wieder. Und von der Stabilität des Stroms denken wir, dass es dann wesentlich stabiler laufen sollte, weil keiner von uns diese Paraguayer-Dusche installieren möchte, die dann mal eben 3.000 bis 5.000 Watt zieht. Und das ist doch für so ein Stromnetz, was mitunter schon belastet ist, echt eine Belastungsgrenze. Und das muss man nicht unbedingt haben. Und viertens, was ich auf jeden Fall haben wollte, ist eine sehr fruchtbare Erde, eine gute Erde, wo man dann auch wirklich mal was pflanzen kann, um sich dann teilweise zumindest selbst zu versorgen. Nein, eine komplette Selbstversorgung hier ist zwar möglich, ja, aber mit extrem viel Arbeit und ein bisschen Glück und einen grünen Daumen und sehr viel Wissen und extrem viel Arbeit und Glück und Arbeit und Glück und glückliche Arbeit. In kleinen Garten ja, aber komplette Selbstversorgung nö, auf keinen Fall. Und fünftens, es sollten schon ein paar Bäume da sein. Auf diesem Grundstück sind eine ganze Menge Bäume drauf. Leider sehr wenig Obstbäume. Was ich gesehen hatte, war eine Pomelo, 2, 3 süße Mandarinen und Orangen, saure Orangen. Ja gut. Ein Mangobaum steht auch schon auf dem Grundstück und Guayabas, das sind so kleine, meist kleiner, die wilden zumindest kleiner, unheimlich lecker schmeckende, süße Früchte, die auch unheimlich gut riechen, sind auch im Sommer reif. Aber seit 2 Wochen stehen da schon Bananenstauden, es stehen Mangobäumchen, kleine, es steht ein Maulbeerbaum, es steht eine Avocado seit heute, Papayas natürlich auch. Das ist das, was ihr hier hinter mir seht. Werde ich auch gleich nochmal einblenden, habe ich gerade runtergeschwenkt. Die brauchen natürlich auch noch ein bisschen. Also das heißt, ich habe vor etwa 2 Wochen, als dann der Entschluss feststand und das soweit abgeredet war, habe ich schon angefangen, ein paar Bäumchen zu pflanzen. Sehr viele machen nämlich den Fehler, die bauen sich erst in aller Ruhe ihr Häuschen und wenn sie dann ein Jahr später fertig sind, stellen sie fest, scheiße, hier sind gar keine Obstbäume und was essen wir jetzt? Und naja. Ach, eine Maulbeere, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte, eine Maulbeere steht da jetzt auch. Er wird vielleicht nächstes Jahr schon die ersten Früchtchen tragen, die kleinen. Maulbeeren werde ich hier mal einblenden, stehen hier auch mindestens 4 Bäume. Und an einem muss ich immer vorbei, wenn ich zum Wohnwagen gehe. Und da kann ich nicht einfach so vorbeigehen. Die sind jetzt nämlich reif und die sind super lecker. Und naja, ja, das ist das, was ich momentan hier immer so nasche. Hat natürlich den Nachteil, man sieht immer aus wie ja, blaue Zunge, blaue Finger und naja, egal. Aber super lecker und das lohnt sich und die will ich auf jeden Fall haben. Maracuja hatte ich auch schon gepflanzt, aber ich denke mal, die werden nicht kommen. Hatte ich nämlich auch eine mit gehabt, als ich dort übernachtet hatte. Allerdings waren da Würmer drin und ne, die wollte ich dann nicht mehr essen, die eine. Und dann habe ich halt die Kerne da am Haus bisschen vergraben, an beiden Häusern. Und mal sehen, ob sie kommen. Wenn sie kommen, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Auf meinem Teil des Grundstücks ist bis jetzt noch nicht viel passiert. Das Einzige, was schon vor 2 Wochen angeleiert wurde, ist, dass 4 Pfosten stehen für meinen Container, der ja jetzt wahrscheinlich in 1,5 Wochen da sein wird. Ein bisschen Einfahrt wurde jetzt schon vorbereitet. Da lag ein Baum quer über dem Weg, über der zukünftigen Einfahrt. Es wird aber später noch ein bisschen begradigt werden. Ja, Bauplatz habe ich mir ausgesucht. Ach so, ich habe es noch nicht gekauft, das Grundstück. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich habe eine Odyssee hinter mir. Wir waren bei Banken in Villarrica und haben uns schlau gemacht, ob es denn möglich ist, für mich ein Bankkonto zu eröffnen, damit ich mein Geld, was ich jetzt aus Deutschland habe,
vom Verkauf meines Hauses, was ich dort hatte, was jetzt endlich nach 2 Monaten bei mir angekommen war, viel zu spät angekommen war. Naja, ob ich denn ein Konto eröffnen kann, und ja, dann haben die gesagt, ja, ist kein Problem, können wir machen. Wenn wir denn einen Nachweis haben, wo das Geld herkommt, klar, Anti-Geldwäschegesetz und Drogen und Terrorfinanzierung gibt's hier genauso und so weiter und so fort. Also habe ich dann meinen Kaufvertrag, den ich aus Deutschland habe, für den Verkauf meines Hauses übersetzen lassen. Natürlich von einem vereidigten Übersetzer. Das hat ganze 5 Wochen gedauert, nicht so wie angepeilt 3, maximal 4 Wochen, waren dann 5,5 Wochen. Und ja, naja, damit waren wir dann gestern bei mehreren Banken in Villarrica, und siehe da, just in letzter Zeit wurden dann die Anforderungen nochmal ein bisschen verschärft, also ein ganz kleines bisschen nur verschärft. Um das Konto zu eröffnen, möchten Sie dann natürlich auch wissen, woher stammt das Geld, was ich verwendet habe für den Kauf des Hauses. Die wollten für die letzten 3 bis 5 Jahre, so genau hat sie sich da nicht ausgelassen, die Steuernachweise von mir haben, also Einkommensteuer, und da ich ja ein Geschäft hatte, dann halt auch die Bilanz, wenn ich es richtig verstanden hatte. Das Ganze in Deutschland mit einer Apostille versehen, dass das halt auch legale offizielle Dokumente sind, und das Ganze dann hier offiziell übersetzt von einem Übersetzer. Und diese Papiere habe ich natürlich noch, weil ich habe ein Geschäft gehabt, muss alles 10 Jahre aufheben, und das mache ich natürlich auch. Die sind momentan bei meinem Bruder auf dem Dachboden. Und ja, ich müsste sie dann halt zum Apostillieren schicken lassen, was Zeit, okay, ein bisschen Zeit, aber auch wieder Geld kostet. Wahrscheinlich so um die 30, 40 Euro pro Stück. Und dann müsste ich das alles hier übersetzen lassen, und zwar in Englisch und Spanisch. Warum auch immer. Spanisch ist hier die Muttersprache, die Amtssprache. Sie wollen es halt in Englisch und Spanisch haben. Und da muss das Ganze natürlich alles beglaubigt werden und beglaubigt kopiert werden. Und bis ich die Unterlagen habe, was mindestens wahrscheinlich 2 Monate dauern würde, weil auch der Postweg nicht ganz so schnell ist hierher, haben sie mit Sicherheit dann wieder Verschärfungen, und somit gehe ich davon aus, dass es einem die Banken hier momentan unmöglich machen, ein Konto zu eröffnen. Und ja, deshalb ist das jetzt nicht ganz so einfach. Weitere Überlegung war dann, um mein Geld hier rüber zu kriegen, um wenigstens erstmal das Grundstück zu bezahlen, dass ich das dann meinem Verkäufer überweise, weil der hat hier nämlich ein Konto bei einer Bank hier vor Ort, also in Villarrica. Und ja, leider haben diese Banken die Angewohnheit, die ankommenden Euro sofort in Guarani umzurechnen, und der Kurs hier ist, abgesehen davon, dass er momentan eh schlecht ist, bei den Banken nochmal viel schlechter. Aktuell steht der Guarani-Kurs, der offizielle, bei etwa 6.900. Der schwankt momentan immer so ein bisschen, also 6.900 Guarani pro Euro. Und die Banken bieten momentan an so um die 6.200 Euro Guarani pro Euro. Und wenn man sich das ausrechnet, da kommen ja dann auch noch die Transaktionskosten dazu, dann ist das schon ein herber Verlust. Überlegung war auch, dass er sich zum Beispiel ein Dollarkonto eröffnen würde, so dass ich im Prinzip von meiner Bank Dollar rüberschicke, und er dann die Dollar bekommt, sich auszahlen lässt, und dann auf der Straße, wo dann, oder an den Wechselstuben auch, wo dann der Kurs wesentlich besser ist, dort wechselt. Da haben wir dann aber erfahren, dass die Banken, zumindest die Bank, wo er sein Konto hat, momentan zwar ein Dollarkonto anbieten, aber keine Dollar auszahlen. Das heißt, wäre wieder das gleiche Spielchen. Ich würde Dollar überweisen, und es kommen im Endeffekt Guarani zum schlechten Bankenkurs raus, und ist genau das gleiche in Grün. Ich kann von meiner Bank leider keine Guarani losschicken, weil diese Währung wird halt nicht unterstützt, weil wer kennt das schon?
Jo, also habe ich jetzt insgesamt 2 Möglichkeiten gefunden, mein Geld hierher zu transferieren. Die eine ist natürlich die Geldautomaten zu plündern. Problem dabei ist natürlich, erstens, man kann mit einem Mal ziehen am Automaten 1,5 Millionen abheben, also 1,5 Millionen Guarani, etwa 220 Euro. Und dieses kostet jedes Mal 25.000 Guarani Gebühren. Das sind etwa 1,6%. Und dann gibt es auch noch Banken mit Automaten, da kostet das dann 30.000 Guarani Gebühren, das sind dann 2%. Und somit wird das Ganze doch relativ teuer. Abgesehen davon kann man dann nur 2 bis 3 Mal pro Tag am Automaten ziehen. Es gibt dann zwar noch die Möglichkeit, bei der Bank mit den höheren Gebühren nochmal zweimal zu ziehen. Ja, dann kommt man halt, braucht man eine ganze Menge, um diese Summen zu ziehen. Und leider wohne ich nicht in der Stadt und werde auch nicht in der Stadt wohnen. Und der nächste Geldautomat hier ist dann doch ein paar Kilometer entfernt. Und da jedes Mal hingurken ist halt auch nicht so toll und kostet auch wieder Geld und Zeit. Und naja, gut. Wird mir aber nichts anderes übrig bleiben, das als eine Variante zu machen, um hier an Bargeld zu kommen. Und die andere Variante wird dann über Western Union sein. Das habe ich momentan so als preiswerteste Variante rausgefunden, dass ich hier online über Western Union eine Überweisung direkt in Guarani an das Bankkonto des Verkäufers schicke. Und dann haben wir, wenn ich es auf der Webseite richtig gelesen habe und wenn mir das, wenn keine versteckten Kosten mehr kommen, dann habe ich einen Wechselkurs von etwa 6.800 Guarani pro Euro. Und das ist dann ja auch noch irgendwo akzeptabel. Geht allerdings nur, wenn ich das Geld von meinem Konto überweise oder mit Visa-Karte, glaube ich, kann ich das auch machen. Und dann bei ihm auf das Konto schicke. Wenn ich es allerdings so anweise, dass er es in bar abhebt, dann ist der Kurs auf einmal bei 6.200 und zerquetschte. Und dadurch holen die sich dann hier halt ihre Gebühren und ihre Kosten, die sie haben. Aber ich denke mal mit den 6.800 statt dem offiziellen Kurs von 6.900 kann ich noch leben. Das hält sich dann irgendwo in Grenzen. Allerdings, wenn ich immer nur $1.000 pro Monat überweisen kann, dann dauert das natürlich auch eine Weile, bis ich dann mein Grundstück bezahlt habe. Und damit komme ich dann auch gleich zum Thema, was euch mit Sicherheit auch interessiert. Was wird mich dieses Grundstück kosten? Ich hatte es schon mal ausgerechnet gehabt. Diese 4,5 Hektar werden mich wahrscheinlich um die 198 Millionen Guarani kosten. Das für 4,5 Hektar ist schon eine Menge, ist eine Hausnummer, definitiv. Aber es ist im Prinzip auch mein Traumgrundstück, mehr oder weniger. Zumindest erfüllt es sämtliche Anforderungen. Und ja, die Nachbarschaft ist mir auch extrem wichtig und von daher denke ich, ist es mir dieses Grundstück auch wert. Natürlich muss das Grundstück jetzt noch vermessen werden, damit wir auch genau wissen, wo ist jetzt die Grenze und wer hat jetzt wie viel so ungefähr. Ist nicht wirklich wichtig, aber für die Papiere, sprich für den Titel, der dann später auch auf mich übertragen werden soll, ist das natürlich wichtig, dass dann wirklich steht, mein Grundstück ist von bis über und so weiter. Und das möchte ich schon sauber haben, bevor ich dann anfange, mein Haus bauen zu lassen. Weiterhin muss gerade noch geklärt werden, ob dieses Grundstück Teil des Naturschutzgebietes ist, was da oben ist, in dieser Gegend. Und ja, wenn es denn Teil des Naturschutzgebietes ist, ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt in Bezug auf Teilen des Grundstücks und in Bezug auf Bebauung des Grundstücks. Aber soweit wir das gehört haben, soll das kein großes Problem sein oder zumindest kein unlösbares Problem.
Und ich denke mal, das lässt sich dann auf jeden Fall irgendwie realisieren. Der Titel für das Grundstück ist natürlich vorhanden und sauber, läuft auf den Verkäufer und seine Frau. Und ja, somit steht dem auch nichts im Wege. Ja, ich hatte vorhin gesagt, dass ich maximal 4 Kilometer Erdstraße haben möchte bis zum Asphalt. Jetzt aktuell ist es noch nicht so, kein Stück. Im Moment sind es Pi mal Daumen 17 Kilometer bis zum Asphalt, auch bis zum nächsten größeren Supermarkt. Aber etwa 13 Kilometer davon werden aktuell vorbereitet, um sie zu asphaltieren. In Paraguay ist es ja öfters auch so, oder hört man dann, wenn man sich ein Grundstück anschaut, dass irgendwo eine Asphaltstraße geplant ist und dass die bald kommen soll und gemacht werden soll. Nur dieses bald kann mitunter so 1, 2, 3, 40 Jahre dauern. Aber hier ist es jetzt definitiv nicht so. Da wird schon richtig kräftig gearbeitet. Die haben schon reichlich Straße weggebaggert, reichlich Straße aufgefüllt und verdichtet. Und je nachdem, wie denn die Witterungsbedingungen sind, ist das echt eine Piste, wo man auch schon richtig Gas geben kann. Und habe ich natürlich auch schon gemacht. Und ja, da kann man halt momentan recht gut fahren. Und so wie die Planungen uns bekannt sind, wird am Ende knapp 4 Kilometer Erdstraße übrig bleiben. Bis zu dem 1 Hektar Grundstück sind es etwa 3,6 Kilometer, sagte der Verkäufer. Und dann muss man ja ein Stückchen rum zur Einfahrt von meinem Grundstück. Und ja, da wird dann halt, sind das dann etwa 4 Kilometer. Das war dann auch so meine Schmerzgrenze. Und ich hoffe mal, dass spätestens in einem Jahr der Asphalt dann fertig sein wird. Und dann ist diese Strecke auch relativ gut zu fahren. Die Erdstraße momentan ist größtenteils sehr gut befahrbar, außer wenn es jetzt wirklich 3 Tage am Stück geregnet hat, dann ist nicht ganz so gut mitfahren. Aber das ist überall so. Und ja, da muss ich dann halt später überlegen, ob sich dann vielleicht doch ein Allrad rentiert oder nicht. Aber das ist dann spätere Sorge. Momentan denke ich mal, komme ich mit meinem Auto sehr gut klar. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich habe jetzt zum Grundstück soweit erstmal alles gesagt. Ich nehme jetzt schon 46 Minuten auf. Einiges davon werde ich natürlich wieder rausschneiden. Und ja, ach so, nee, weil ich gerade zum Wohnwagen gucke. Eins noch, ich werde nach wie vor in dem Wohnwagen wohnen bleiben. Allerdings wird dieser Wohnwagen dann wahrscheinlich direkt neben meinem Container stehen, solange bis dann mein Häuschen fertig ist. Hat mir meine Vermieterin zugesichert, kann ich das Ding weiter nutzen. Und ja, wird dann halt auf meinem Grundstück stehen oder auf meinem zukünftigen Grundstück. Und ich werde dann weiter darin wohnen können. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge wert, weil ich meinen Container nicht so gerne längere Zeit unbeaufsichtigt lassen wollte. Ich beende jetzt hier dieses Video zu meinem Thema des Grundstücks. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen habt, schreibt sie doch gerne mal unten in den Kommentaren rein. Und ja, ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, euer Kaffee, Tee, Bier hat geschmeckt. Ich werde mir jetzt auch gleich... Scheiße, wir haben gar kein Bier mehr. Vergessen zu kaufen. Mist. Na gut, dann gibt's kein Bier heute Abend. Ich werde jetzt gleich anfangen, dann dieses Video so ein bisschen zu exportieren und schon mal so ein bisschen zusammenzuschneiden. Und ich denke mal, so in 2, 3 Tagen wird es dann wahrscheinlich endlich hoffentlich online sein. Und ja, dann wird wahrscheinlich erstmal wieder Funkstille sein, solange bis ich dann meinen Container habe und dann da so mein Container-Video so ein bisschen vorbereiten kann. Von daher, mal sehen, vielleicht gibt es auch noch ein kleines zwischendurch, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Interesse. Daumen hoch nicht vergessen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nico aus Paraguay.